Herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Bei mir steht der Peter Meyer, seines Zeichens Testredakteur bei Motorrad. Mein Name ist Jens Müller-Töllner, auch Testredakteur bei Motorrad. Und vor uns, viel wichtiger, die Ducati Multistrada 950. Und wie ihr seht, ohne Motor. Wir reden heute über den Dauertest. Und Peter, ganz provokant gefragt, ich muss extra auf meinen Zettel gucken, diesmal nichts kaputte, hast du geschrieben als Überschrift zur Abschlussbilanz. Es ist ja schon ein bisschen frech, oder? Das ist ein bisschen frech und es war vor allem ein bisschen frech. Und zwar dieser Slogan, Bezug auf den Slogan, den wir für den Dauertest von der 1200er Multistrada damals hatten. Damals war im Jahr 2012, hatten wir den Vorgänger, beziehungsweise die große Schwester dieses Motorrads im Dauertest. So eine italienische Marke, die birgt natürlich immer ein bisschen das Potenzial, dass man der Zuverlässigkeit eben nicht so ganz viel zutraut. Emotion ist da, ein tolles Fahrverhalten ist da, aber wie gesagt, das Thema Zuverlässigkeit ist eben oder war eben keine Stärke der Italiener. Und deswegen haben wir damals den Slogan "Ist nix kaputt" verwendet bei der 1200er Multistrada. Letztendlich ist diese kleine Schwester dann unter denselben Voraussetzungen angetreten. Bei der 1200er Multistrada hatten wir leider, das darf ich im Nachhinein auch sagen, einige Defekte. Das heißt, wir hatten eine durchgeschliffene Schwinge, wir hatten eine korrodierte Auspuffklappe. Ja. Wir hatten mehrfach ein Problem mit der Batterie des Transponder-Zündschlüssels. Also insofern hat die leider dieses Image der geringen Zuverlässigkeit hat die erfüllt. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, jetzt gehen wir hier mal in die Vollen, fragen wieder, ist es diesmal nichts kaputt? Ja. So war das Motto oder das Slogan dieses Dauertests war dann kreiert. Okay, wir haben gerade schon gesprochen, du sagst, das 1200er Multi war schon bei uns im Test. Wir können festhalten, die großen sind auch entsprechend teuer bei Ducati eingepreist. Wir haben hier den 950er, die ja auch praktisch ein Baukasten aus dem kompletten Ducati-Programm fast ist. Ist es dann sowas wie ein Sparmodell oder was würdest du sagen, so grundsätzlich? Sparmodell könnte man so sagen, aber ich meine im positiven Sinne. Das heißt, dieses Motorrad kostete im vergangenen Jahr, als der Dauertest begonnen hat, 13.000 €. Okay. Die große Multistrada kostet 16.500 aufwärts. Das heißt, man hat schon mal 3.500 €, die man einspart. Und das ist schon eine Hausnummer. Und letztendlich dann auch mit ein Grund, sich möglicherweise für diese kleine Multistrada zu entscheiden. Und wir haben ja auch beide, glaube ich, mal gegeneinander getestet, ne? Also von daher groß gegen klein. Das Ergebnis war auch etwas überraschend auf den ersten Blick. Kann man so wirklich sagen. Also letztendlich denkt man natürlich bei diesem Preisunterschied und man muss auch sehen, die große Multistrada, die hat 158 PS, dieses Motorrad hat 113 PS. Da denkt man natürlich, klar, die große ist besser, bekommt mehr Punkte in unserem 1000-Punkte-Dauertest. Aber letztendlich hat sie gewonnen gegen die 1200er Multistrada und hat auch gleich im Anschluss danach haben wir einen Mittelklasse-Reise-Enduro-Vergleichstest gemacht und auch gegen Honda Africa Twin, gegen Suzuki V-Strom 1000 XT, gegen die C90er KTM Adventure und auch den hat sie gewonnen. Das heißt, im Prinzip war das wirklich ein Blitzstart, dass man von dem Motorrad oder den man von dem Motorrad eigentlich so sicherlich nicht erwartet hätte. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Test gesprochen, aber lass uns mal konkret zurückkommen zum Dauertest. Dauertest heißt ja bei uns, das Motorrad wird jeden Tag richtig viel bewegt und du hast schon gesagt, in den Tests davor hat sie richtig gut abgeschnitten und meist ist es ja so, Motorräder, die da gut abschneiden, weil Sachen wie Sitzpositionen, wie Ergonomie kommen natürlich auch zum Tragen, führen dann im Dauertest auch dazu, dass ein Motorrad dann, wenn es in den Dauertest kommt, richtig viel bewegt wird. Du hast mal ausgerechnet, die Multi, ich kann es ja mal verraten, hat 15 Monate gebraucht für 50.000. Du hast mal geguckt, wie viel das praktisch pro Tag, pro Monat sind, weil das ist echt flott, oder? Ja, das kann man allerdings so sagen. Ist natürlich jetzt nicht nur, muss ich ein bisschen relativieren, nicht nur der Ducati 950 im Speziellen zuzurechnen, sondern letztendlich allen Konzepten, die wir als Dauertester haben, die reisetauglich sind. Das heißt Reiseenduros sowieso oder auch große Tourer zum Beispiel. Da haben wir so eine mittlere Verweildauer von 15 Monaten, in denen die 50.000 Kilometer gefahren werden. Und das ist schon ganz schön. Das sind 3.300 Kilometer im Monat, also rund 100 Kilometer am Tag, ob Sommer, Winter, Wochenende. Und das ist schon ganz schön viel, dass so ein Motorrad in relativ kurzer Zeit an Kilometern drauf bekommt. Und bei dem Motorrad hat es eben, wie gesagt, auch geklappt. 15 Monate hat der Dauertest gedauert. Und das ist grundsätzlich immer ein gutes Zeichen. Genau, das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, weil wir müssen ja auch festhalten, ein Motorrad kann nur fahren, wenn es keine Probleme hat, also nicht steht. Inspektion gibt es natürlich. Jetzt haben wir gesagt, 15 Monate für die 50.000 Kilometer.
wirft die Frage auf, gab es denn gar keine Probleme? Also gab es nicht irgendwas, wo ein kleines Zwackerlein war? Ein kleines Zwickerlein würde ich jetzt vielleicht mal nicht behaupten, aber doch ein nennenswertes. Und zwar ist das hatten wir von Anfang an dieses Problem mit einer relativ schlecht trennenden Kupplung. Und die Kupplung ließ sich auch sehr schwer dosieren. Das war eigentlich das, was sämtliche Kollegen, die die Fahrtenbücher dann beschrieben haben, immer wieder notiert hatten. Auch am Anfang unseres Dauertests hatten wir schon relativ schnell Lesererfahrungen bzw. Besitzererfahrungen, die dann bei uns eintrudelten. Und all diese Leute hatten dasselbe Problem mit diesem Motorrad, wie wir es auch hatten, dass die Kupplung speziell im kalten Zustand, dass sie sich schlecht dosieren ließ. Und man hatte eigentlich die Wahl im kalten Zustand, entweder man macht einen Blitzstart und hoppelt da von dannen oder man wirkt das Motorrad ab. Also insofern, das war schon ein relativ auffälliges Problem und wir sind dann auch relativ schnell dann zum Händler gegangen, weil so wollten wir es eben auch nicht lassen. Und was wurde denn da gemacht beim Händler? Also wir haben gesagt, okay, Kupplung trennt schlecht, ist nicht sauber dosierbar vermutlich, das war so ungefähr die Aufgabenstellung für den Händler. Was hat der Händler dann unternommen? Ja, also da gibt es bei der Ducati hier, bei dem 950er Motor, gibt es die Besonderheit, dass er für die Kupplungsbeölung, das heißt für die Schmierung der Kupplung, das wird über ein federbelastetes Ventil geregelt, das sitzt direkt vor dem Antriebsritzel. Da muss ein bestimmter Motoröldruck herrschen. Das heißt, der korrekte Druck ist mit 0,2 bar vorgegeben. Ja. Unser Motorrad hatte 0,4 bar. Das heißt, da ist letztendlich einfach zu viel Motoröl an die Kupplung gelangt und hat die verklebt. Das kann man sich so ungefähr vorstellen, wie wenn man zwei Joghurtbecherdeckel zum Beispiel nimmt, die noch sauber sind, die klebt man zusammen oder die hält man zusammen. Die kann man schön wieder voneinander lösen, ohne Probleme. In dem Moment, wo ein bisschen Joghurt draufkommt, kleben die und dann haben die eben solche Adhäsionskräfte, sodass man das nicht dosiert auseinanderbringt, sondern das lässt auf einen Schlag. Und genauso ähnlich, oder so bildlich gesprochen, so ähnlich hat sich die Kupplung verhalten. Das heißt, letztendlich hat die schnell eingerückt und hat eine mangelhafte Dosierbarkeit verursacht. Okay, jetzt hat natürlich wahrscheinlich die Werkstatt den Öldruck wieder auf diese geforderten 0,2 bar eingestellt. Vermute ich mal, wie du es gesagt hast. Also sprich, wenn wir beim Joghurt bleiben, die Joghurt-Trennschicht zwischen den beiden Deckeln war dann wieder richtig eingestellt, war perfekt, so wie es Ducati vorschreibt. Hat es was gebracht, ist ja denn die große Frage. Ein bisschen Joghurt ist immer noch dazwischen geblieben, offensichtlich, denn es hat was gebracht, muss man schon dazu sagen. Aber die finale Lösung war es auf jeden Fall nicht. Das Motorrad war in dieser Beziehung immer noch kapriziös und empfindlich. Und ich möchte das am besten auch jetzt schon sagen, das blieb es auch bis zum Testende. Und insofern, wir hatten dann auch später nochmal eine Nachjustage. Auch da hat sich der Druck, weshalb auch immer ein bisschen erhöht gehabt. Der wurde wieder auf den korrekten Druck dann reduziert. Aber letztendlich muss man sagen, das Problem an sich konnten wir im Laufe des gesamten Dauertests nicht lösen. Ein Positives darf man vielleicht sagen, letztendlich gewöhnt man sich auch daran ein bisschen. Das heißt, man lernt die Bekupplung eben dosiert zu bedienen, beim Losfahren im kalten Zustand vielleicht ein kleines bisschen zu warten oder, wie gesagt, auch ein bisschen feinfühliger mit dem Finger zu agieren. Letztendlich muss man feststellen, dass am Ende der Dauertestdistanz, die letzten 15.000 Kilometer, kaum noch Eintragungen aus diesem Grund im Fahrtenbuch zu lesen waren. Das heißt, die Leute haben sich einfach daran gewöhnt, sich damit arrangieren. Okay, eine Zwischenfrage trotzdem mal, um nachzuhaken. Du hast davon gesagt, es kommt vor allen Dingen im kalten Zustand vor, also wenn das Öl auch kalt ist. Das heißt, wenn der Motor warm war, gab es keine Vorkommnisse dieser Art mehr? Keine würde ich jetzt untertrieben halten, aber sie waren deutlich geringer. Ich denke, der Grund ist einfach, dass das Öl, das aus dem Kupplungspaket geschleudert wird, natürlich im warmen Zustand viel schneller verschwindet und man deswegen eben nicht diese Klebekräfte hat zwischen den Kupplungslamellen, die man im kalten Zustand hat. Und du hast es schon angesprochen, betraf dieses Problem eigentlich nur unsere Dauertest-Multi, weil wir fragen natürlich am Ende eines Dauertests auch die Leser, also praktisch auch die Besitzer der 950er dann in dem Fall. Konnten die Ähnliches berichten oder war es ein Einzelfall? Nee, das war ganz klar eine rote Linie, die sich durch nahezu alle Zuschriften der Besitzer gezogen hat. Das heißt, die Probleme im kalten Zustand mit der Kupplungsdosierung, die hatte nahezu jeder. Die Leute haben sich, wie wir auch, meistens damit arrangiert. Wir hatten einen einzigen Besitzer, der hat eine Wandlung beim Händler vorgenommen, hat sich eine 1260er Multistrada gekauft und war ab dem Tag glücklich, so wie er schreibt. Also insofern, die Leute können sich damit arrangieren, aber das Problem bestand nach wie vor. Also Peter, jetzt haben wir ganz lange über die Kupplung gesprochen, über den richtigen Öldruck, der da nötig ist. Hört sich jetzt im Endeffekt nach einem kleineren Problemchen an, wie du hast gesagt, man kann sich damit arrangieren. War das denn alles bei der
Multistrada 950 von Ducati oder gab es vielleicht noch was, was dann doch auffällig war? Ja, wir hatten einen sehr auffälligen Defekt, und zwar war unser Kollege Jörg Lohse, stellvertretender Chefredakteur, der hat getankt, war vorher alles tipptopp an dem Motorrad, wollte losfahren, das Motorrad hat keinen Mucks mehr gemacht. Oh. Und zunächst denkt man natürlich, ja, Batteriedefekt oder was auch immer. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass es doch ein größerer Defekt war. Wir haben das Motorrad eingeladen, sind mit der Multistrada zu der Ducati-Niederlassung in Köln gefahren und haben das analysieren lassen, beziehungsweise eruieren, den Fehler suchen lassen. Und da hat sich ein defekter Anlasserfreilauf herausgestellt. Das heißt, der Anlasser war blockiert und deswegen hat sich nichts mehr getan in dem Motorrad. Also kein elektrisches Problem an sich, sondern praktisch Nein, das war kein elektrisches Problem, sondern ein mechanisches Problem. Das heißt, das Lager des Anlasserfreilaufs ist geplatzt, hat den Freilauf dann damit blockiert. Das war dann der Grund dieses Defekts. Und der wurde dann auch oben in Köln repariert. Und hat eigentlich dann auch problemlos weiter funktioniert. Ein dummer Zufall, der passieren kann, wo Menschen arbeiten, können auch Fehler gemacht werden und das darf man dem Motorrad auf keinen Fall anlasten. Okay, jetzt haben wir zwei Sachen besprochen. Wir reden sehr ausführlich darüber, weil wir müssen auch fairerweise sagen, so viel gab es dann doch auch nicht über die Ducati Multistrada 950 zu reden. Aber eins ist mir auch aufgefallen, weil ich auch das Motorrad ab und zu bewegen durfte und ich guckte immer, ich glaube, hier unten in diesem Bereich, ihr könnt es jetzt nicht mehr sehen, weil der Motor weg ist, da gab es ein Ölschauglas. War hier oder auf der anderen Seite. Und da stellt man doch oft fest, dass dieser Ölstand ziemlich weit unten war. Wie kann das denn sein? Was ist denn da passiert? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Wie kann das denn sein? Weil also wie viel haben wir gemessen? 0,4 Liter auf 1000 Kilometer Ölverbrauch. Das ist unter heutigen Maßstäben gemessen ein enormer Ölverbrauch. Und das hat uns auch Rätsel aufgegeben. Das ist auch ein Thema, das den Test immer begleitet hat. Also man musste da wirklich immer mal nachschauen. 1000 Kilometer, 0,4 Liter. Das heißt, wenn man eine Urlaubstour gemacht hat, musste man schon mal 2-3 Mal nachfüllen. Also das ist schon ein Thema gewesen, der uns eigentlich auch schon Befürchtungen gab, wenn wir den Motor demontieren, dass da irgendwelche größeren Defekte im Zusammenhang sein können. Okay, bevor wir zur Demontage kommen und zu dem, was nachher sozusagen die Verschleißwerte wirklich ergeben haben, gab es denn Unterschiede beim Ölverbrauch? Also sprich, wir haben es ja ab und zu, dass Motoren sich etwas einfahren müssen, dass sie am Anfang eines Dauertests vielleicht etwas mehr Öl verbrauchen, überhaupt Öl verbrauchen und gegen Ende sich alles einpendelt. Oder war es hier komplett anders? Nee, hier war es komplett anders. Das heißt, der Ölverbrauch war eigentlich von Anfang an da. Okay. Was letztendlich dann auch heißt, okay, am Verschleiß allein kann es nicht liegen, sondern das muss eine konzeptionelle Ursache haben oder einfach auch nur in diesem Einzelfall, dass ein Motorrad vielleicht von den Toleranzen oder der Motor von den Toleranzen nicht ideal zusammengefügt wurde und hat diesen relativ großen Ölverbrauch dann erzeugt. Aber wie wir es gerade schon angedeutet haben, bei der Endmontage wussten wir oder durften wir uns dann eines Besseren belehren lassen. Genau, wir haben gerade schon gesagt, irgendwie, du weißt jetzt nicht beim Motor, irgendwie, wo kam es her? Man ist ja dann ein bisschen unsicher halt, weil 0,4 Liter, das können wir wirklich so festhalten, ist ungewöhnlich, haben wir eigentlich nie im Dauertest in letzter Zeit gehabt. Wenn ich dich unterbrechen darf, wenn man gerade zurückgeht zum 1200er Multistrada Dauertest, die hatte einen Ölverbrauch von 0,01 Liter auf 1000 Kilometer, also nahezu nicht existent und deswegen hat uns das hier in diesem Motorrad schon ganz schön gewundert. Und man muss auch sagen, wieder, um zu den Lesererfahrungen zurückzukommen, das war nur ein ganz geringer Prozentsatz, die bei ihren Motorrädern einen relativ hohen Ölverbrauch hatten, das auch angemerkt hatten bei ihren Händlern. Aber ein eklatantes Problem war es in den Händen der Besitzer auf jeden Fall nicht. Okay, jetzt haben wir diesen Ölverbrauch, dann hat der Motor die 50.000 geschafft, dann kommt er hier, die Höhebiene wird hier im Hintergrund wird hochgefahren, der Gary, unser Werkstattmeister, macht sich ran, schnappt die Schraubenschlüssel und Werkzeug und der wird auseinandergebaut. Und meine Warte wäre jetzt so, wenn ein Motor 0,4 Liter Öl verbraucht, konstant, da muss hier irgendwo ein Defektteufel drin sein, da muss hier irgendwas zu groß dimensioniert sein. Ich weiß nicht. Wie sah es aus, Peter? Das haben wir vorhin auch schon erwähnt. Wir dachten auch, da sehen wir Übles, wenn wir den Motor aufmachen. Aber was uns ein bisschen beruhigt hat, waren die Abschlussmessungen. Wir vergleichen ja die Fahrleistungen am Anfang und am Ende des Tests, also bei Testeingang und nach 50.000 Kilometer. Und genauso stellen wir das Motorrad am Anfang und am Ende des Tests auf den Leistungsprüfstand. Die Leistungswerte waren identisch, die Fahrleistungen nahezu gleich, im Bereich der Messtoleranz unterschiedlich. Das ist auch mit ein Grund, warum wir, als wir dann den Motor zerlegt haben, dass wir da eigentlich eher positiv überrascht waren. Ja. Das heißt, wenn man einfach mal so durchgeht, das Getriebe war im sehr guten Zustand, die Kupplung, Kupplungskorb, Kupplungslamellen waren im erstklassigen Zustand, Bläulager, alles war eigentlich tippity-top. Das Einzige, wo man
oder die einzigen beiden Dinge, die vielleicht ein bisschen außerhalb der Toleranz waren, war das Kurbelwellenlager und vor allem die Ventilführungen auf der Einlassseite. Okay, was gab es da Auffälliges? Das hat uns eigentlich gewundert, weil in der Regel Verschleiß an Ventilführungen, das ist eigentlich normal bei 50.000 Kilometer, aber dass die in der Regel entstehen die auf der Auslassseite, weil das ist ein deutlich heißerer Bereich. Deswegen hat uns das gewundert, dass die auf der Einlassseite oval ausgeschlagen waren. Ducati hat uns bei der Abschlussbesprechung gesagt, das sei im Rahmen der Verschleißgrenze. Letztendlich messen die Ventilführungen in der Mitte und da waren sie noch maßhaltig. Also insofern hätten wir eigentlich, wie wir vorhin schon erwähnt haben, eine deutlich schlechtere Bilanz erwartet, was den mechanischen Zustand anbetrifft. Aber es war wirklich alles im grünen Bereich, buchstäblich im grünen Bereich. Das heißt, wir bewerten ja den Zustand nach der Maßhaltigkeit der Teile, beziehungsweise ob die Teile noch in der Einbautoleranz beziehungsweise in der Verschleißtoleranz sind. Und da waren das komplette Motorrad, also die sämtlichen Motorenteile, waren innerhalb der Verschleißtoleranz. Und das ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Okay, fragen wir jetzt einfach mal genau andersrum. Wenn ich jetzt den Motor hätte, die ganzen Teile, ich würde ihn wieder zusammenbauen, was müsste ich ersetzen aus deiner Sicht? Was man ersetzen müsste, wären ganz klar die Ventilführungen. Das müsste man machen. Was man ersetzen könnte, wären die Kurbelwellenlager im Gehäuse. Und den Rest kann man eigentlich, so wie er war, zusammenbauen. Okay, das spricht ja dann doch für den Motor letztendlich. Absolut. Peter, vielen, vielen Dank für das echt informative, ausführliche Gespräch. Danke. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir freuen uns schon darauf, euch demnächst mal wiederzusehen. Bis dahin, tschüss und ciao. Ciao.